Zehntausende von Arcade- und Konsolengames-Klassikern auf einem einzigen Gerät, das man dann auch noch auf 3 verschiedene Arten und Weisen betreiben kann. Das klingt wie ein feuchter Traum eines jeden Retro-Gaming-Fans. Tja, ob das Iconic Arcade wirklich die Revolution bringt oder ob das alles nur leere Werbeversprechen sind, das seht ihr in meiner schroffen, unabhängigen Review. Viel Spaß! Moin Moinchen, ihr schroffen Jungs und Mädels und vielen Dank fürs Einschalten zu dieser Review fürs Iconic Arcade. In den nächsten Wochen wird es noch weiteren Content zu dem Gerät geben, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Ihr weißt, wie das YouTube-Game funktioniert. Vielen, vielen Dank. Ich möchte an der Stelle nochmal eben Eldom und Medion danken für die zur Verfügungstellung des Gerätes. Das ist nicht selbstverständlich, dass ich das Gerät auch nach dem Test noch behalten darf. Deswegen vielen, vielen Dank an Bianca und die super nette Kommunikation. Möchte aber eben noch darauf hinweisen, dass keine vorherige Abnahme dieses Reviews stattfindet über Iconic Arcade, sondern die sehen das Video auch erst wie ihr. Also mein Video ist wirklich unabhängig, spiegelt nur meine persönliche Meinung wider. Und deswegen machen wir jetzt mal den kleinen Test und let's take a look if this arcade is really iconic! Was ist denn so iconic? Die Versprechen des Herstellers lassen einem Retro-Gaming-Fan wirklich das Wasser im Munde zusammenlaufen. Wir erhalten ein vollständig modulares System, also können wir das Gerät entweder als reines Arcade-Board nutzen, welches mobil verwendbar ist und dank HDMI-Anschluss auch auf der Couch, am TV, über einen Beamer oder sonst wo für Unterhaltung sorgt. Darüber hinaus ist es als Bartop betreibbar, also zum Aufstellen auf einem Tisch, Tresen oder zum Aufhängen an der Wand. Und zusammen mit dem Unterschrank wird das Ganze dann zu einem Full-Scale-Kabinett. Also ausdrücklich Full-Scale. Kein auf 3/4 zusammengestauchtes Minimodell eines Pac-Man oder Street Fighter-Automaten, wie man das von dem ein oder anderen Hersteller vielleicht kennt. Im Inneren arbeitet ein Raspberry Pi 4B, ein Minicomputer, der in dieser Ausführung hoch bis zur PlayStation 2 und Sega Dreamcast-Ära emulieren können soll. Bei der Initialisierung des Gerätes kann man dann zwischen 4 verschiedenen offenen Betriebssystemen bzw. Frontends wählen, von denen sich vor allem Batocera für Arcade-Enthusiasten oder RetroPie für Konsolen-Junkies anbietet. Von Beginn an soll das System über 20 verschiedene Spiele mitbringen und auch das Zufügen und die Kompatibilität mit Tausenden von Klassikern und Arcade-Spielen sicherstellen. So verspricht es zumindest der Hersteller. Was erwarte ich? Seien wir mal ehrlich, das komplette Paket, also mit Arcade-Board, mit dem Bartop, also Bildschirm, Lautsprechern und dem Unterschrank, kostet in kompletter Ausführung gerade mal knappe 400 €. Und wenn man die Marktpreise der einzelnen technischen Komponenten betrachtet, ist das Angebot tatsächlich unschlagbar und die Konkurrenz steht nur staunend daneben und bietet zu vergleichbaren Preisen deutlich weniger Features. Von daher bin ich sehr gespannt, wie die Verarbeitung, Materialqualität und auch die Qualität der ganzen Komponenten wie Buttons, Joysticks, Bildschirm und so weiter sich darstellt. Zum gesamten Spielerlebnis erwarte ich ein stabil performendes und offenes System mit möglichst geringer Eingabeverzögerung und ein Cabinet, bei dem ich mit 1,80 Meter Körperhöhe aufrecht stehend angenehm und längere Zeit ohne Verrenkungen oder Nackenschmerzen spielen kann und wo auch das gemeinsame Zocken mit einem Kumpel nicht in allzu enges Gekuschel ausartet. Dafür sollte das Gerät dann halbwegs stabil stehen, nicht wackeln oder allzu klapperig wirken. Einen fetten Bonuspunkt würde ich erteilen, wenn die Konstruktion des Gerätes auch ein gewisses Modding zulassen würde. Also wenn ich auf lange Frist dann doch noch ein paar Sachen an der Optik und an der Performance des Gerätes optimieren kann. Aber dazu gleich im Realitätscheck mehr. Zusammengefasst könnte man sagen, ich erwarte einen motivierenden und spaßigen Einstieg in die Welt der Home Arcades, der mir durch eine Riesenauswahl an möglichen Spielen eine lange Motivation und dazu noch eine optische Aufwertung in meine Man Cave bringt. Ich möchte übrigens als Betriebssystem hier in diesem Testvideo vor allem Batocera nutzen, denn Batocera ist optimal für Arcade-Games und ich möchte dieses Arcade-Cabinet natürlich dafür nutzen, um vor allem diese Klassiker aus der Spielhalle zu spielen. Ne? Ja, deswegen nur, dass ihr es Bescheid wisst. Wie sieht die Realität aus? Mein Review. Lieferung und Aufbau. Geliefert wird das Iconic Arcade in einem Karton, der ca. 30 Kilogramm wiegt und der unseren handwerklichen Skills ein klein wenig Arbeit abverlangt. Aber ganz ehrlich, wer schon mal ein Billy oder Hemnes vom schwedischen Möbelfachgeschäft aufgebaut hat, der bekommt auch das hier locker und in maximal einer Stunde easy hin. Da ich vom Vertrieb allerdings ein komplett aufgebautes System geliefert bekommen habe, was vorher auf der Gamescom 2024 im Einsatz war, kann ich euch hier nur gerade ein bisschen Beispielmaterial von der Iconic Arcade YouTube-Seite einspielen. Das ist übrigens ein kleiner Tipp. Sämtliche Einrichtungsschritte sind dort nochmal in kleinen Videotutorials erklärt, die auch wirklich sehr einfach verständlich sind und die man aufgrund der kurzen Laufdauer sich auch sehr oft anschauen kann, um dann wirklich durchzusteigen bei Aufbau, Einrichtung und so weiter. Also absoluter Tipp von meiner Seite.
Was ist denn jetzt drin in unserem 30-Kilo-Paket? Also zum einen haben wir da natürlich das Herzstück, das Arcade-Board. Das ist wie gesagt auch autark verwendbar und dank HDMI-Anschluss sehr flexibel und mobil. Darüber hinaus ist da ein Haufen Bretter drin, aus denen man zuerst das Bartop zusammenbaut und im zweiten Schritt dann auch den Unterschrank, der dann in Verbindung mit dem Bartop zum gewünschten Full-Scale-Kabinett verbunden wird. Positiv fällt mir dabei auf, dass das Bartop in den Unterschrank nur eingesteckt wird und nicht extra verschraubt werden muss. Dadurch bleibt alles flexibel nutzbar und man kann auch einfacher mal auseinanderbauen oder transportieren, wenn man das möchte. Optik, Haptik und Akustik. Bei der Verarbeitungsqualität muss ich direkt feststellen, dass die Bretter vom Cabinet auffällig dünn geraten sind, aber bei einem Gesamtpreis von 399 € fürs komplette Paket ist es verständlich, dass hier gespart wurde, wo gespart werden konnte. Aber um das direkt klarzustellen, ich gebe hier keinen Abzug in der Wertung, denn auch die direkte Konkurrenz wird als Bausatz geliefert und hat gefühlt dieselbe Materialdicke. Auch ist bei korrektem Zusammenbau und ordentlicher Verschraubung keinerlei Gewackel, Gerappel oder Geklapper spürbar. Also tatsächlich überraschend stabil, wenn auch absolut nicht für den alltäglichen Massengebrauch in so einer richtigen Arcade-Halle geeignet, wie so ein authentischer 100 Kilo Panzerschrank, den man sich für, ich sag mal, 1000 bis 2000 € ins Haus stellen kann. Und für den man dann noch eine Spedition und einen Kran benötigt, um das Teil wirklich an Ort und Stelle zu bewegen. Aber das muss man halt vorher wissen und natürlich darf man sowas auch nicht erwarten bei dem Preis. Aufgebaut und mit Filzgleitern unten drunter ist das Gerät bei mir ziemlich genau 1,60 Meter hoch, ist 56 cm breit und damit nicht wirklich komplett Full-Scale wie so ein richtiger Panzerschrank, aber spürbar höher gebaut und angenehmer dran zu stehen als so ein Arcade One-Up-Automat. Denn ich habe irgendwie auch aufgrund der Bildschirmpositionierung das Gefühl, dass ich dort nicht irgendwie meinen Nacken verrenken muss oder auf lange Frist da irgendwie Nacken- oder Rückenschmerzen bekomme, sondern es ist ein angenehmes Gefühl und auch zu zweit kann man angenehm an einem Gerät nebeneinander stehen. Bisher habe ich es zwar nur mit meiner Tochter getestet, aber auch zwei von meinem Kaliber können da, glaube ich, ganz gut nebeneinander stehen, ohne dass es viel zu eng wird. Also da sehe ich wirklich einen ganz, ganz deutlichen Vorteil gegenüber der ganzen anderen Mini-Arcade-Konkurrenz, die es so gibt. Das Design, ja, das ist definitiv Geschmackssache und Iconic Arcade bietet halt zwei verschiedene Optionen an. Das hier ist die Ausführung Revolution. Es gibt dann auch noch das ursprüngliche Modell vom letzten Jahr. Da kann man sich natürlich für das entscheiden, was man möchte. Technisch ist da eigentlich dasselbe drin und Geschmäcker sind dann halt individuell. Ich kann jede Seite verstehen. Die eine, die gern das Artwork ihres Lieblingsautomaten darauf sehen möchten, als auch die, die das Teil mit verschiedensten Designs und Lieblingscharakteren vollpflastern möchten, als auch die, die einfach ein ganz neutrales Aussehen wählen möchten. Und naja, im Hause Iconic Arcade hat man sich für ein sehr neutrales Aussehen und vor allem auch ein copyright-freies Aussehen entschieden. Ne? Wenn euch das Ganze zu unauffällig sein sollte, dann noch ein kleiner Tipp. Es gibt viele verschiedene europäische Anbieter, die das Drucken und Liefern von alternativen Vinyl-Designs anbieten, die man sogar auch selbst stellen kann, diese Designs. Also ihr könnt da komplett euer eigenes Ding machen, dann die Vinyls liefern lassen und das Ding damit vollkleben. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wo wir gerade schon mal bei der Optik sind, ähnlich schlicht wie das Foliendesign ist das restliche Äußere auch. Zum Beispiel das Einzige, was an dem Gerät leuchtet, ist dieser Reset-Button hier. Es gibt also keine leuchtenden Buttons, keine LED-Unterbodenbeleuchtung und auch kein beleuchtetes Marquis, also diese Kopfplatte, die bei vielen Automaten mit einer Hintergrundbeleuchtung versehen ist. An diesem Punkt merkt man es mal wieder am deutlichsten. Ihr erhaltet mit dem Iconic Arcade ein möglichst günstiges Grundgerüst, das ihr bei Bedarf nach euren eigenen Wünschen anpassen und pimpen könnt. Nicht mehr und auch nicht weniger, aber dafür kostenoptimiert. Und wenn man es sich leisten will, dann gibt es für fast alles Nachrüstmöglichkeiten. Neben optischem Firlefanz wie zum Beispiel neuen Folien oder einem digitalen Bilderrahmen, den man als Marquis nutzen könnte, empfehle ich vielleicht erstmal ein Upgrade der Buttons. Die hier verbauten Buttons, die sind völlig okay, aber die geben eben kein deutliches Klickgeräusch von sich und ja, die Joysticks sind mit diesen klobigen Kugeln auch irgendwie gefühlt ein wenig ungenau. Ich lege euch von daher ein Upgrade gegen diese Kegel- oder tropfenförmigen Stickaufsätze hier ans Herz oder auch etwas höherwertige Buttons. Die gibt es übrigens auch mit und ohne Beleuchtung. Auch die verbauten 4 Zoll Lautsprecher sind zweckdienlich und für 90% der Nutzer garantiert völlig ausreichend, aber auch hier würde sich ein Upgrade möglicherweise lohnen, wenn euch der Sound ein wenig zu dünn daherkommt. Dank des, wie ich finde, sehr aufgeräumten Innenlebens des Bartops mit sauberer Kabelführung und den Steckverbindungen kann man streng genommen eigentlich fast alles auswechseln, wenn man es dann wirklich will. Das Raspberry Pi 4 gegen einen stärkeren Pi 5 oder vielleicht einen ähnlichen Minicomputer ersetzen? Ja, eigentlich kein Problem. Selbst ein größerer Monitor sollte mit ein bisschen handwerklichem Geschick möglich sein, aber dazu müsste man nur auch den Bezel bzw. hier diesen Rahmen etwas zurechtsägen. Apropos, hier in der Revolution-Ausführung ist der Bezel wirklich komplett schwarz. Also wenn man möchte, kann man auch hier in den Arcade-Zubehör-Shop sich was schönes optisches drucken lassen und das Ding damit auch aufwerten. Aber gucken wir mal in die technischen Daten.
Der verbaute Monitor hat eine Größe von 21 Zoll und eine Full-HD-Auflösung. Das wirkt vielleicht so ein bisschen unterdimensioniert in der heutigen Zeit, aber glaubt mir, für die Retro-Games ist das wirklich mehr als genug. Ich persönlich finde das Display auch schön hell, ausreichend kontrastreich und gefühlt mindestens genauso gut wie das von den Arcade One-Up-Automaten, die übrigens bloß ein 17 Zoll Gerät verbaut haben. Der Raspberry 4B arbeitet für mich super mit dem Arcade-Board bzw. dieser Controller-Einheit zusammen. Ich kann bei Referenzspielen wie Mortal Kombat 3 oder Super Street Fighter 2 keinen Lag, also keine Eingabeverzögerung spüren. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich das nicht gemessen habe und auch kein allzu feines Gespür dafür habe. Es gibt sicherlich Benchmarks und Zahlen dazu im Netz zu finden, wenn ihr das Thema besonders interessant findet. Ich habe jederzeit das Gefühl gehabt, dass die Spiele flüssig liefen und meine Eingaben auch keinerlei Verzögerung hatten. Was auf den ersten Blick auch auffällt, ist das Layout der Controller-Einheit. Man könnte den Eindruck bekommen, dass man mit kleinen Fingern nicht allzu gut und schnell an die verschiedenen Buttons gelangt. Ich persönlich habe auch bei Spielen, die alle 6 Action-Buttons nutzen, wie zum Beispiel Super Street Fighter 2 und Co. keine Probleme festgestellt. Ich habe aber auch zugegebenermaßen recht große Hände und ich habe mal vergleichsweise hier eine Pandora's Box oder einen Neo Geo Controller daneben gehalten. Der Unterschied ist schon sichtbar, für mich persönlich fällt er aber wirklich nicht ins Gewicht. Sollte man jetzt wirklich auf Turnierniveau spielen, dann könnte das negativ auffallen, aber seien wir mal ganz ehrlich, diese Zielgruppe ist definitiv nicht die vom Iconic Arcade und den kompletten Konkurrenzprodukten dazu. Technik und die Installation. Dann mal zum eigentlich wichtigsten Punkt, und zwar: Wie performt das Raspberry Pi 4B mit dem Frontend zusammen und den von mir getesteten Arcade-Spielen? Der Automat wird zusammen mit einer 32 GB MicroSD-Karte und einem USB-Stick zur Initialisierung und Installation geliefert. Kurz mal zur Karte, die ist für den Start und die ersten Schritte okay, aber für die nächsten und größeren Schritte empfehle ich euch dringend auch eine umfangreichere Karte, deswegen bestellt euch direkt am besten mal eine. Ich habe hier verschiedene rumliegen gehabt, bis zu einer Größe von 512 GB war das alles kein Problem und hat wunderbar funktioniert. Machen wir mal an der Stelle weiter, wo wir gerade den USB-Stick eingesteckt haben und unsere MicroSD-Karte mit Batocera bespielen möchten. Wir landen in einem Setup-Menü und stellen erstmal alles von links nach rechts nacheinander ein. Erst die Sprache, dann die Internetverbindung. Ich würde euch den Tipp geben, das Ethernet zu benutzen. Es geht aber natürlich auch das WLAN, denn das RetroPie bringt das alles mit. Dann müsst ihr gucken, ob die Hardware erkannt wird, also Controller, Bildschirm, Audio, den Speicher und auch das Netzwerk nochmal überprüfen. Und dann gehen wir in die Installation. Als erstes werdet ihr gebeten, euch über den QR-Code auf der Homepage zu registrieren. Wenn man hier lange wartet, dann kann man diesen Schritt auch überspringen. Ich persönlich habe mich angemeldet, denn ich will ja Bescheid wissen, wenn es Updates, Neuerungen oder vielleicht auch sowas wie Rückrufaktionen zu dem Gerät gibt. Danach haben wir die Auswahl aus bis zu 5 verschiedenen Betriebssystemen, 4 Stück davon für die Emulation von Spielen. Optimiert, das andere ist ein reines Betriebssystem wie so eine Art Windows. Ja, ich habe gehört, dass Batocera hier die allereinfachste Bedienung für uns bereithalten soll, und da auch ich ein ziemlicher Neuling im Bereich der Linux-Betriebssysteme bin, habe ich mich hier für Batocera entschieden. Außerdem soll es eine sehr gute Arcade-Bedienung liefern. Dann gibt es hier nochmal Tipps, wie man Spiele importieren kann und so weiter, aber ich zeige euch gleich ganz einfach, wie das geht. Nach einer Installation, die auch ganz schön lange dauert, denn die SD-Karte muss erstmal geflasht werden und so weiter. Das dauert alles ein bisschen. Ich habe das natürlich hier zeitlich sehr zusammengestaucht gezeigt. Landen wir in einer Standardansicht des Hauptmenüs. Wir können hier wirklich alles bearbeiten, das zeige ich euch gleich noch in einem Schnelldurchlauf, aber wir gucken uns erstmal alle Spiele an, die jetzt schon mit installiert wurden. Wir sehen jetzt hier eine Übersicht der direkt mit installierten Spiele und Retro-Quizzes und was so alles drauf ist. Die sind nett und nice to have, aber es sind alles Freeware-Projekte, Fan-Adaptionen und so weiter. Man sieht ja hier ganz rechts Fix-It Felix zum Beispiel. Das ist eine Adaption des Pixar-Films, ne? Und da hat dann jemand als Fanprojekt ein C64-Spiel draus gemacht. Hier zeige ich euch, wie ihr an die weiteren Spiele rankommt. Ne? Es gibt einen Content-Downloader. Dort findet man das He-Man-Spiel, was auf der Packung versprochen wird. Oder hier Rick Dangerous, nochmal als Open-Source-Version, die hier angeboten wird. Es gibt auch noch andere tolle Sachen, wie an Turrican-Clone und so weiter und so fort. Die machen alle Spaß, aber mal ganz im Ernst, man kauft sich dieses System nicht, um diese Spiele drauf zu spielen. So cool das ist, hier diesen He-Man-Brawler mal zu spielen, den es bisher eigentlich nur für Smart-Devices gab, ja, oder den man über eine Emulation auch auf dem PC spielen konnte. Aber das jetzt hier auf dem Arcade-Board zu machen, hat schon irgendwie was, auch wenn das Spiel nicht wirklich eine große Langzeitmotivation anbietet. Was einen natürlich viel mehr interessiert, ist, wie ich meine Lieblingsklassiker-Spiele hier drauf bekomme, und das ist eigentlich ganz einfach. Ihr seht auf der linken Seite meinen Ordner, in dem ich meine ROMs auf meinem PC habe, und auf der rechten Seite muss ich mich jetzt über das Netzwerk
in das Batocera einwählen. Dadurch, dass wir im selben Netzwerk angemeldet sind, müsste es eigentlich möglich sein, dieses Batocera-Icon, was ihr da unten seht, anzuklicken und auf dieselbe Ansicht zu kommen. Ich habe es jetzt hier mal auf dem umständlichen Weg gemacht und oben in die Befehlszeile //Batocera eingegeben. Man findet einen Ordner namens Share. Wenn ich da drauf gehe, komme ich in das Untermenü, wo ich auch dann in den ROMs-Folder gehen kann und da kann ich dann die einzelnen Systeme aussuchen, für die ich jetzt ROMs rüberschaufeln möchte. So, ich habe mir jetzt hier schon ein paar Spiele von MAME, also von dem Arcade-Emulator, rausgesucht, suche mir hier in der ROM-Datei den MAME-Ordner, dass ich auch das passende System habe und greife mir jetzt die Spiele, die ich rüberziehen will, in dem Fall einfach mal Mortal Kombat 1, 2, 3 und ziehe die rüber. Ja, das Ganze geht übers Netzwerk, je nachdem wie schnell ihr gerade mit dem Internet oder eurem Browser verbunden seid, geht das schneller oder langsamer. Bei mir ging es jetzt relativ flott. Und im nächsten Schritt wechseln wir mal wieder zur Ansicht in das System. Denn wenn ich jetzt wieder ins System zurückkehre, sind die Spiele noch nicht vorfindbar in dem Ordner des jeweiligen Systems, sondern ich muss erstmal hier auf Update Game List gehen. Dann lädt er quasi nochmal seinen Speicher neu und wir haben auf einmal einen neuen Ordner zur Auswahl, MAME. Da, wo ich gerade die ROMs reingeschaufelt habe, sind die Spiele jetzt drin. Die sehen noch nicht so hübsch aus, deswegen gibt es eine Möglichkeit, mal eben zu scrapen. Ich mache euch hier so einen ganz, ganz schnellen Abriss dessen, was eben das Batocera-System kann, euch anbietet und wie man das Ganze auch eben aufhübscht. Da stellt man dann eben einen Scraper ein, also irgendeinen Dienst, der jetzt hier Bilder, Infos zum Spiel und so weiter bereitstellt. Und man sieht jetzt oben so einen Ladebildschirm ablaufen. Das Ganze wird aus dem Internet dann runtergeladen. Und wenn das Ganze gelaufen ist oder während das Ganze läuft, kann man noch so ein paar Optionen hier einstellen, wie zum Beispiel die Sprache mal auf Deutsch stellen, zu schauen, ob das System auf dem neuesten Stand ist und so weiter. Ja, wenn das Scrapen abgeschlossen ist, sehe ich hier zu 2 Spielen, hat er schon was gefunden, Bilder sind da, aber zu Mortal Kombat 2 fehlt irgendwie noch was. Man kann dann auch ein einzelnes Spiel aussuchen und nur zu diesem Spiel etwas suchen. Da hat man meistens dann nochmal Erfolg, eben bei jenen Spielen, die bei dem generellen Scrapen von allen Spielen, die man gerade beigefügt hat, nicht funktioniert hat. Ich entscheide mich jetzt einfach mal hier für dieses. Das wird dann einzeln runtergeladen und im nächsten Schritt habe ich das dann auch ausgestattet mit dem passenden Bild. Da. So sieht jetzt auch alles schön aus. Ich persönlich finde diese Standardansicht aber nicht besonders schön. Dafür gibt es nochmal eine Möglichkeit, hier auch unter Downloads zu gehen und sich verschiedene Themes runterzuladen. Darunter versteht man diverse Arten, wie das Hauptmenü von Batocera dargestellt werden kann. Also man kann hier wirklich sehr individuell und sehr künstlerisch werden. Ich lade zum Beispiel jetzt mal Artbook runter und noch 1 oder 2 andere Themes, um euch die Unterschiede zu zeigen, weil auch der komplette Content, also die Spiele, die ich reinschaufel in das System, werden komplett unterschiedlich dargestellt. Wenn der Download abgeschlossen ist, kann ich dann unter Benutzereinstellungen das Theme einstellen. Ich habe jetzt hier mal 3 runtergeladen oder 4 habe ich insgesamt runtergeladen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Version. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Man wechselt hier zwischen den Systemen. Da sind die einzelnen Spiele dargestellt. Und je nachdem, wie viel Infos ich runtergeladen habe, hat man da auch noch das Veröffentlichungsjahr, zu wie vielen Spielern man das spielen kann. Oder wenn ich ein anderes Theme einstelle, jetzt hier zum Beispiel mal Simple Life, was dann eine sehr übersichtliche Darstellung hat, wie ich finde, hat man auch nochmal einen Infotext unter dem Beispielbild, hat nochmal eine andere Darstellung und ich persönlich finde das ein sehr schönes und aufgeräumtes, aber da gibt es ganz viel verschiedene und für jeden Geschmack irgendwas zu finden. Dann gibt es noch das Bezel Project, das sorgt dafür, dass für die installierten Systeme, die ihr habt, ihr euch sogenannte Seitenränder einstellen könnt. Da gibt es jetzt auch für das MAME-System was Passendes, da hat man dann quasi die Ansicht von einem Arcade-Monitor. Und das Ganze macht es optisch dann an den Seiten ein bisschen schicker, denn die meisten Spiele sind ja auf 4:3 oder eben auf Hochformat ausgelegt. Und dann hat man nicht einfach schwarz an den Seitenrändern, sondern eben auch eine optische, schöne Möglichkeit, das darzustellen. Wir gucken mal eben in Mortal Kombat 1 rein, dann seht ihr, glaube ich, auch direkt, was ich meine. Hier dieser Rahmen um das Bild, der ist jetzt quasi vom Bezel Project bereitgestellt worden. So würde das Spiel übrigens auch aussehen, wenn ich das jetzt auf meinem PC oder so emulieren würde. Es ist sehr schön hell und sehr schön klar, aber es ist für meinen Geschmack immer so ein bisschen zu pixelig. Diese Retro-Spiele auf dem LCD-Bildschirm sehen halt immer nicht so richtig authentisch aus. Und ein bisschen schöner kann man das Ganze machen durch Shader. Auch die können wir hier pro Spiel oder auch für ein ganzes System einstellen. Habt ihr gerade gesehen, da waren so 7 oder 8 verschiedene Shader zur Auswahl, schon in der Standardeinstellung. Man kann
sogar noch mehrere runterladen. Aber die hier drin sind, sind vernünftig. Ich stelle gerne Krümmung ein, denn da hat man so eine Darstellung eines Röhrenbildschirms. Und zwar sowohl in der Krümmung als auch so in dieser Rasterung. Ne? Also man hat hier quasi diese Lochrasterung, wie man das auf einem CRT-Bildschirm halt gehabt hat. Und man wird auch gleich sehen, deswegen habe ich Mortal Kombat 1 genommen, wenn man hier diesen Turm runtergeht, hat man richtig diese Bildkrümmung auch mit drin. Das ist hier wirklich ganz schön krass, wie ich finde. Aber es passt irgendwie zum Spiel und es bringt mir richtig nostalgische Vibes. Ne? Also da kann man ordentlich mit rumspielen und das alles so optimieren und einstellen, wie man möchte. Und wie gesagt, möglicherweise sogar pro einzelnem Spiel oder wenn man das möchte, auch fürs ganze System. Ich zum Beispiel habe all meine Retro-Systeme jetzt mit diesem Filter eingestellt, weil der mir einfach optisch richtig, richtig gut gefällt. Das war jetzt mal eben ein richtig schneller Abriss, was man so mit Batocera anstellen kann, wie man eigene Spiele auf System bekommt. Und ihr seht ja auch hier, dass viele verschiedene Spiele und alle, die ich sonst noch hier so gezeigt habe in dem Review, auch laufen auf dem System. Noch ein kleiner Tipp, es gibt unheimlich viele Hilfestellungen, Tutorials und Co. auf YouTube zum Batocera, RetroPie und den ganzen anderen Emulationssystemen. Denn es ist klar, wir haben alle mal klein angefangen. Auch ich lerne noch, bin noch absolut an der Oberfläche bei dem ganzen Thema. Und genau das ist möglicherweise für den einen oder anderen Interessenten der Knackpunkt an dem Gerät, denn das ist keine Plug-and-Play-Lösung. Ich bekomme hier ein System geliefert, was offen ist, auf das ich tausende von Spielen drauf schaufeln kann und natürlich läuft nicht jedes Spiel von Anfang an. Das eine hat Soundprobleme, das andere startet gar nicht erst und dann geht natürlich das Tweaken los, die Suche, liegt es an der ROM, liegt es an der falschen Einstellung, liegt es irgendwie an dem falschen Emulator und dann muss man hier und da probieren und viel Try and Error über sich ergehen lassen, damit wirklich alle favorisierten Spiele dann auch laufen auf dem Gerät. Aber wenn sie dann laufen, war ich bisher immer zufrieden. Gut, aber dazu nochmal zu meinen Erfahrungen aus den letzten 3 Wochen in dem letzten Teil des Videos und zwar mein persönliches Fazit. Ihr lieben Leute, ich bin seit über 3 Wochen an dem Gerät zugange, probiere aus, optimiere und stelle ein und ich bin wirklich total begeistert. Meinen persönlichen Bedarf trifft das Gerät volle Kanne und deswegen überzeugt es mich und wird auf jeden Fall eine absolute Empfehlung von mir bekommen. Aber das, was ich gerade so zwischen den Zeilen angesprochen habe, ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Was wollt ihr? Wollt ihr euch einen dicken Panzerschrank in die Wohnung stellen, der richtig schön breit ist, wo man locker mit 2 oder sogar 3 Leuten nebeneinander dran passt? Oder reicht euch ein Modell, was ein bisschen dünner und ein bisschen billiger verarbeitet ist, was aber absolute Standfestigkeit bietet, solange es gegenüber einer Wand steht. Das muss ich nämlich auch direkt mal sagen. Ich habe es hinten an die Wand geschoben. Da steht es wirklich gut, wackelt nicht, rappelt nicht. Aber wenn man das Gerät alleine stehend in den Raum stellt, dann muss man wirklich gucken, dass es absolut plan und gerade steht, weil sonst ist es doch ganz schön rappelig und wackelig. Das habe ich auch nochmal festgestellt. Ja, ansonsten zu der Technik muss man sich vor allem die Frage stellen, ob das den Bedarf deckt, den man so hat. Wenn man reine Retro-Games zocken möchte, NES, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1 möglicherweise, oder so wie bei mir Arcade-Klassiker aus den 80ern und 90ern, ist das Gerät absolut ausreichend. Da habe ich noch kein Spiel entdeckt, was das Ding irgendwie an seine Grenzen bringt. Auch Neo Geo und Co. absolut kein Problem. Das läuft butterweich und auch die Soundwiedergabe ist zu wirklich 95% optimal gewesen. Ansonsten muss man immer ein bisschen rumprobieren und das ist der dritte Punkt, den ich natürlich ansprechen muss. Man muss ein bisschen Interesse daran haben, sich in die Systeme einzuarbeiten und auch Try and Error betreiben zu können. Also Ursachenforschung, liegt es jetzt an der ROM, die ich hier habe, dass das nicht ordentlich läuft, dass es vielleicht stottert, dass der Sound nicht ordentlich kommt. Ja, liegt es an dem falsch ausgesuchten Emulator vom System, ne? Nicht alles auf Automatik lassen, sondern auch mal ein bisschen selber probieren, welcher Emulator ist jetzt hier für das Richtige und die goldene Lösung. Und da will ich auch gar kein Geheimnis draus machen, denn es gibt Spiele, die sich schwer emulieren lassen und die es den Leuten schwer machen, sie ordentlich spielen zu können. Das liegt dann aber nicht hier an diesem System, sondern es liegt einfach an den Emulatoren und eben an den Originalvorlagen, die vielleicht spezielle Chipsätze verbaut hatten oder irgendwas, wie zum Beispiel das Alien-Spiel, was es seinerzeit mal gab, so ein Brawler, und auch Killer Instinct 1 und 2 sind so Beispiele, die sich auf MAME wirklich furchtbar emulieren lassen und die es einem schwer machen, das sauber auf so einem Automaten hier zum Beispiel spielen zu können. Da wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch noch einiges passieren, da muss man den Markt immer so ein bisschen im Blick halten und da gibt es mal wieder eine neue ROM, die vielleicht besser funktioniert, aber das ist so das Kleingedruckte, was man beachten muss und egal, ob ihr jetzt euch einfach einen Raspberry Pi kaufen möchtet, euch was Schönes drauf spielen möchtet, um das dann am PC oder am Fernseher zu spielen oder euch so einen Arcade-Automaten ins Haus stellen möchtet, mit den Problemen müsst ihr immer rechnen und ihr müsst halt ein bisschen Interesse mitbringen, auch in diesem System immer up-to-date zu bleiben und selbst mal hier und da so ein bisschen zu probieren, woran es jetzt liegt, dass es eben nicht klappt, wenn man das Spiel einfach nur auswählt und das erste Mal starten möchte.
Ich persönlich schaue wirklich schon seit Jahren nach der Möglichkeit, mir eine Home Arcade irgendwie hier ins Heim zu stellen und habe von daher auch so einen recht guten Überblick über Preise und Möglichkeiten. Ne? Man kann sich ein komplett vorkonfiguriertes System irgendwo bestellen in Holland, Belgien oder sonst was. Das sind diese Geräte, die über 1000, wahrscheinlich oft sogar über 2000 Euro kosten. Dann ist die Frage, wie ist das mit Spedition? Wie kriegt man die überhaupt hier in die Bude rein und so weiter und so fort. Dann gibt es die Möglichkeit natürlich, sich so Bausätze zu bestellen, die ganze Technik und das alles irgendwie selbst zu verdrahten und zusammenzubauen und so weiter und so fort. Damit kommt man, wenn man Glück hat, vielleicht so ungefähr auf den Kostenpreis, der hier so liegt. Aber ganz ehrlich, das hier ist eine schöne Lösung für die Leute, die in diesen Markt einsteigen möchten und die von da aus vielleicht schauen wollen, wo will ich dann irgendwann in 5 oder 10 Jahren mal hin, um so meine Home Arcade so zu optimieren, wie ich das alles haben möchte. In der nächsten Zeit werde ich vor allem schauen, dass ich das Gerät so ein bisschen auf meine Bedürfnisse anpasse. Ich werde noch eine Lightbar installieren, dass man auch Lightgun-Games damit spielen kann. Ich werde zum Beispiel neue Buttons und Joysticks dran schrauben, die ich euch schon im Video gezeigt habe, um noch so ein bisschen mehr das Klackern und so weiter dabei zu haben. Ansonsten von der Steuerung sind die Dinger völlig okay, da kann man nicht meckern, aber ja gut, man kann immer so ein bisschen noch optimieren. Ich will auch gern beleuchtete Buttons, die müssen dann irgendwie schon sein, so für meinen Geschmack. Und was ich mit Bezel und mit der Lackierung mache von dem Ding, ob ich da vielleicht mal Sticker oder sowas hole, da schaue ich einfach mal. Brauche ich jetzt noch nicht, aber vielleicht irgendwann nächstes Jahr oder so. Mal schauen, was man damit noch so anstellt. Wenn man so ein Mindset hat, wie ich das bisher so dargestellt habe, finde ich das Iconic Arcade den optimalen Einstieg in dieses Home Arcade Business irgendwie. Natürlich gibt es viel Konkurrenz, ne? Arcade One-Up schmeißt einen Automaten nach dem nächsten auf den Markt. Es gibt auch diese Neo Geo Version, die man in Japan oder USA bestellen kann und sich hierhin verschiffen lassen kann. Die sind alle geil und sehen optisch vor allem nett aus, aber es ist halt eine Plug-and-Play-Lösung, die ist einfach. Das heißt, ich mache das Gerät an, habe da meine 4 Spiele drauf oder beim Neo Geo natürlich auch deutlich mehr. Ich glaube, da sind so 30 Spiele drauf, mit denen man dann zocken kann und mit denen man glücklich werden kann. Aber es ist natürlich kein offenes System, wo ich draufschaufeln kann, was ich möchte. Und das ist der ganz, ganz große Vorteil hier von der Iconic Arcade und natürlich auch die Leistung, denn der Raspberry, der drin ist, auch wenn er natürlich die kleine Version mit 1 GB Hauptspeicher ist deutlich potenter, als das jetzt so über die Konkurrenzprodukte bekannt wäre. Und ja, wenn ihr jetzt sagt, ja gut, die kann man aber auch hacken und auch eigene Spiele draufschaufeln, ja okay, aber dafür muss man natürlich technisch noch begabter und interessierter sein, als hier an so einem offenen System zu arbeiten und eben mit einem RetroPie oder mit Batocera zurechtzukommen. Von daher meine absolute Empfehlung: für den Preis kriegt ihr keinen besseren Einstieg in das Thema. Zum Abschluss noch mal ganz kurz dargestellt, ich finde so einen Arcade-Automaten wirklich eine optische schöne Aufwertung für jeden Raum, ob man sich das jetzt in die Man Cave stellt, so wie ich, oder in ein Wohnzimmer oder so. Bisher war jeder Gast begeistert, wollte ausprobieren, auch meine Tochter will ständig an diesem Gerät mal wieder was Neues ausprobieren und von daher ist das natürlich persönlicher Geschmack. Wenn der eine jetzt sagt, das ist mir irgendwie zu klobig, ich will mir gar nicht so ein Gerät hinstellen, dann schaut mal, es gibt auch im Shop das reine Arcade-Board, also was man dann an einen Fernseher oder an einen Computermonitor anschließen kann, um dann da platzsparend mitzuzocken. Und es gibt natürlich auch die Lösung, dass man einfach mal in das Thema reinschnuppert, sich günstig irgendwo ein Raspberry Pi besorgt, ein USB-Gamepad und damit einfach mal ganz klein anfängt. Das habe ich auch so gemacht. Und dann vielleicht macht es irgendwann einen Klick und man sagt sich, ich hätte jetzt doch ganz gerne mal so einen großen Schrank irgendwie bei mir stehen, der richtig was optisch hermacht und wo ich dann meine ganzen Arcade-Spiele und Retro-Spiele drauf zocken kann. Also sucht euch das aus, was zu euch passt. Wenn ihr ein ähnliches Mindset habt wie ich, dann kennt ihr meine Empfehlung jetzt und ich danke euch für die Aufmerksamkeit, für dieses Review und verabschiede mich damit. Ich bin raus. Immer schön schroff bleiben, kommen Sie wieder, bleiben Sie geil und ja, jetzt habe ich mich schon verabschiedet. Also bis dahin, Weidemann out.